Hallo, ich bin Jonas. Willkommen beim Nine Na Tree Podcast. Heute werde ich das Buch zusammenfassen und besprechen. Das Buch der 5 Ringe von Miyamoto Musashi ist ein zeitloses Handbuch für Strategie, Klarheit und wirksames Handeln. Verfasst im Japan des 17. Jahrhunderts, kurz vor Musashis Tod, bündelt es die Erfahrungen eines Schwertmeisters, der als unbesiegt in Dutzenden von Duellen gilt. Doch dieses Werk ist weit mehr als ein Text über Schwertkampf. Es ist eine präzise Abhandlung darüber, wie wir denken, wahrnehmen, entscheiden und umsetzen so verbinden, dass aus Absicht verlässliche Wirkung wird. Musashi ordnet sein Wissen in 5 Teile, die den Elementen Erde, Wasser, Feuer, Wind und Leere entsprechen. Jedes Element beleuchtet eine andere Facette der Strategie. Fundament und Haltung, Anpassungsfähigkeit und Timing, Energie und Entschlossenheit, Lernen von anderen Schulen sowie geistige Klarheit jenseits fixer Formen. Gerade diese Verbindung von physischen Prinzipien, mentaler Disziplin und pragmatischer Taktik macht das Buch auch heute relevant. Führungskräfte, Unternehmerinnen, Kreative, Athletinnen, Verhandler und alle, die in dynamischen Umfeldern Entscheidungen treffen, finden hier klare Leitplanken. Statt modischer Methoden liefert Musashi Grundsätze, die sich in jeder Domäne testen lassen. Distanzgefühl, Rhythmus, Initiative, Überraschung, Konzentration auf das Wesentliche und die Fähigkeit, das Ego zurückzustellen, um die Lage wirklich zu sehen. Die Sprache ist nüchtern, die Beispiele sind scharf, und die Konsequenz seiner Sichtweise ist zugleich anspruchsvoll und inspirierend. Das Buch der 5 Ringe ist kein Rezeptbuch, sondern ein Trainingsraum für Geist und Hand, der Leserinnen und Leser dazu anleitet, die eigene Strategie zu schärfen und mit ruhiger Entschlossenheit in Handlung zu übersetzen. Ich werde Ihnen die wichtigsten Erkenntnisse aus diesem Buch mitteilen. Erstens: Buch der Erde, Fundament, Haltung und das Sehen der Lage. Im Buch der Erde legt Musashi den Grundbauplan der Strategie dar. Erde steht für Stabilität, für Bodenhaftung und für eine klare Ausrichtung. Ohne dieses Fundament bleiben alle Techniken zufällig. Zunächst fordert Musashi eine Haltung, die Körper, Geist und Zweck ausrichtet. Das beginnt mit der Frage, wofür wir handeln, welche Wirklichkeit uns umgibt und welche Kräfte tatsächlich wirken. Erde heißt, die Lage zu sehen, nicht die, die wir gern hätten. Dazu gehört das Verständnis von Distanz, Position und Struktur. Im Schwertkampf bedeutet das die bewusste Wahl der Standposition, der Fußarbeit und des Winkels. Übertragen auf Alltag und Beruf heißt es, die Rahmenbedingungen zu analysieren, die Spielregeln zu erkennen, Interessenkonstellationen zu klären und die eigenen Stärken sowie Schwächen ehrlich einzuordnen. Musashi betont die Wichtigkeit von Disziplin und Gewohnheit. Haltung ist keine Stimmung, sondern eingeübte Bereitschaft. Wer grundsätzliche Abläufe und Prinzipien verinnerlicht, schafft Kapazität für Wahrnehmung und Entscheidung in kritischen Momenten. Ein weiterer Kernpunkt ist die Schlichtheit. Erde ist frei von Zierde. Vorgehensweisen sollen robust, wiederholbar und unabhängig von Spezialfällen sein. Das verlangt das Abschälen von Nebensächlichkeiten. Musashi rät, die großen Linien zu sehen. Was ist das Ziel? Welche Schritte führen verlässlich dorthin? Was stört den Fluss? Daraus folgt die Idee des richtigen Maßes. Weder überziehen noch zaudern. Gute Strategie bestimmt den angemessenen Einsatz von Kraft und Zeit. Ein scheinbar kleiner Vorteil kann, richtig genutzt, die gesamte Lage kippen. Erde mahnt zudem, die Realität fortlaufend zu prüfen. Pläne sind nur so gut wie ihre Passung zur echten Situation. Darum gehören Feedback, Korrektur und Übung zum Fundament. Indem wir uns im kleinen Maßstab trainieren, schärfen wir unser Gefühl für Distanz, Timing und Wirkung im Großen. Musashis Erdkapitel ist damit eine Einladung, den eigenen Stand zu festigen, die Welt klar zu betrachten und aus solider Haltung zu handeln.
Zweitens. Buch des Wassers. Anpassung, Timing und der Fluss der Bewegung. Wasser ist Form ohne Festigkeit und doch von großer Kraft. Für Musashi bedeutet das, Strategie muss sich an die Lage schmiegen und zugleich Richtung geben. Im Buch des Wassers entfaltet er die Kunst des Anpassens, des Rhythmus und des präzisen Timings. Im Gefecht zeigt sich Wasser in fließender Fußarbeit, in der Fähigkeit, Druck aufzunehmen, um ihn im richtigen Moment umzuleiten, und in der Kalibrierung von Distanz und Winkel. In Projekten, Verhandlungen oder kreativer Arbeit heißt das, sich nicht an einen Plan zu klammern, sondern an der Wirkung zu messen, was als nächstes sinnvoll ist. Timing ist der Nerv der Strategie. Für Musashi ist es nicht bloße Geschwindigkeit, sondern die Übereinstimmung von innerem Takt und äußerer Gelegenheit. Wer zu früh handelt, verschwendet Kraft. Wer zu spät ist, trifft auf Widerstand. Das Gefühl für Rhythmus entsteht durch Übung. Wiederholungen, die das Auge schärfen, den Körper beruhigen und die Intuition verlässlich machen. Wasser bringt auch das Prinzip der Spiegelung. Indem wir das Gegenüber genau beobachten, können wir Tempo und Muster reflektieren, um Gewohnheiten sichtbar zu machen und danach bewusst zu brechen. So entstehen Lücken, die genutzt werden können. Übertragen auf Teams bedeutet das, sich auf gemeinsame Rhythmen einzustellen, klare Übergaben zu schaffen und Spannungen als Energiequelle zu verwenden. Musashi betont die Wichtigkeit der Atmung und inneren Ruhe. Wasser gerät nicht in Hast. Ein ruhiger Kern erlaubt, in turbulenten Lagen präzise zu handeln. Dies schließt die Bereitschaft ein, kurz innezuhalten, um den größeren Takt zu hören, statt impulsiv zu reagieren. Struktur und Flexibilität sind kein Widerspruch. Wasser hat ein Bett, in dem es fließt. Das entspricht Leitplanken und Prinzipien, die Orientierung geben, ohne zu fesseln. Mit klaren Minimalregeln lässt sich situationsgerecht entscheiden. Wasser lehrt uns außerdem das Nutzen von Schwerkraft und Gefälle. Statt gegen Widerstände anzurennen, suchen wir Pfade geringsten Widerstandes, wo der eigene Einsatz überproportionale Wirkung entfaltet. So wird Anpassung nicht zum Opportunismus, sondern zur Kunst, mit der Lage zu kooperieren, ohne das Ziel aus den Augen zu verlieren. Drittens. Buch des Feuers. Initiative, Intensität und die Kunst der Entscheidung. Feuer steht bei Musashi für das tatsächliche Gefecht, für Reibung, Hitze und den Moment der Entscheidung. Hier wird aus Haltung und Anpassung konkrete Wirkung. Der Kern ist die Initiative. Wer die Initiative gewinnt, bestimmt das Tempo, zwingt Reaktionen und schafft Ausgangslagen, in denen die eigenen Stärken zur Geltung kommen. Musashi lehrt, den ersten klaren Vorteil entschlossen zu nehmen und ihn ohne Zögern zu vergrößern. Dazu gehört, Schwellen zu erkennen. Der Augenblick, in dem das Zögern des Gegners, eine Lücke in der Struktur oder die Erschöpfung einer Ressource die Situation kippen lässt. Feuer bedeutet auch, Intensität zu dosieren. Nicht jede Lage verlangt maximale Kraft. Entscheidend ist, in kritischen Phasen die volle Präsenz, Geschwindigkeit und Tiefe abzurufen, während in Zwischenphasen bewusst entspannt wird, um Reserven zu bewahren. In der Praxis heißt das, kritische Meilensteine konsequent zu bündeln, um Momentum aufzubauen, statt Energie in ständiger Teilbelastung zu verlieren. Musashi beschreibt Techniken des Druckaufbaus, der Finte, der Brechung der Linie und der gleichzeitigen Angriffe. Übertragen auf Verhandlungen oder Wettbewerbssituationen heißt das, mehrere Linien aufzuspannen, Optionen zu verknüpfen und dadurch Handlungsspielräume zu schaffen, die das Gegenüber überfordern. Feuer verlangt klare Kommunikation und verdichtete Ausführung. Wenn entschieden wird, müssen Wege frei sein, Reibungsverluste gering und Rollen geklärt. Ausrüstung, Rituale und Routinen dienen dieser Verdichtung. Ein oft übersehener Aspekt ist die Kunst des Rückzugs. Feuer ist nicht blindes Voranstürmen. Wer rechtzeitig neu positioniert, erhält Handlungsfähigkeit und kann die Lage neu aufbauen. Musashi warnt vor Gefangenschaft in Emotionen. Wut verbrennt, Angst lähmt.
Die richtige Hitze ist sachlich, fokussiert und zielgerichtet. Ein weiterer Punkt betrifft die Täuschung. Sichtbare Muster werden bewusst gebrochen, um Erwartung zu stören. Damit dies wirkt, braucht es zuvor verlässliche Muster, die als glaubwürdige Hülle dienen. Feuer ist letztlich die Schule der Entscheidung. Ja oder nein, jetzt oder später, links oder rechts. Wer das kleine Entscheiden trainiert, wird im Großen ruhig. In diesem Sinn ist Feuerschule eine Schule der Verantwortung. Wir wählen die Richtung und tragen die Folgen. 4. Buch des Windes. Lernen von anderen Schulen. Stil und Substanz. Der Wind steht für das, was außerhalb der eigenen Schule weht. Musashi analysiert andere Stile, um ihre Stärken und Schwächen zu verstehen und warnt vor der Verwechslung von Form und Wirkung. Viele Schulen, so seine Kritik, verlieren sich in Eleganz, komplizierten Abläufen oder dogmatischen Regeln. Was schön aussieht, ist nicht zwingend wirksam. Sein Rat: beobachte gründlich, übernimm, was funktioniert und verwerfe, was nur Zier ist. Diese Haltung ist heute essentiell. Organisationen und Individuen sind von Methoden, Frameworks und Trends umgeben. Der Wind lehrt, sich bewusst der Vielfalt auszusetzen, ohne sich ihr auszuliefern. Das bedeutet, Prinzipien zu definieren, anhand derer fremde Praktiken geprüft werden. Die Leitfrage lautet: erhöht diese Methode unsere Klarheit, Geschwindigkeit, Qualität der Entscheidung und Wirkung? Wenn ja, integrieren. Wenn nein, höflich beiseite legen. Musashi rät zum Quertraining. Wer nur in einem Stil bleibt, verengt sein Wahrnehmungsfeld. Durch Perspektivwechsel entstehen Alternativen, die in Stresslagen den Ausschlag geben. Gleichzeitig plädiert er für eine eigene Linie. Der Wind inspiriert, aber der Weg muss aus der Praxis geformt werden. Das erfordert Feedbackschleifen, kodierte Erfahrungen und die Bereitschaft, das eigene zu überarbeiten, wenn die Realität es fordert. Besonders wertvoll ist Musashis Analyse von Stil als Gefahr. Wenn Stil zum Identitätskern wird, verteidigt man ihn gegen Evidenz. So verliert man Anpassungsfähigkeit. Der Gegenpol ist Substanz, klare Ziele, robuste Prinzipien, Übung, Ergebnisorientierung. Wind mahnt außerdem zur Kenntnis der Konkurrenz. Wer die Muster anderer erkennt, kann sie neutralisieren. Im Gefecht heißt das, Reichweiten, Taktiken und Gewohnheiten fremder Schulen zu kennen. In Märkten bedeutet es, Rivalen zu kartieren, deren Annahmen zu prüfen und die eigenen Züge so zu wählen, dass sie nicht in deren Spiel fallen. Zugleich fordert Musashi Respekt. Lernen vom anderen ist kein Spott, sondern ernsthafte Auseinandersetzung. Wind ist damit eine Schule der Demut und der Urteilskraft. Sie hilft, Offenheit mit Strenge zu verbinden und den eigenen Weg bewusst zu schmieden. Schließlich Buch der Lehre, Klarheit, Intuition und das Weglassen. Lehre ist für Musashi kein Nichts, sondern die offene Klarheit jenseits von Verblendung. In der Lehre fallen unnötige Gedanken ab und die Wirklichkeit zeigt sich ungeschminkt. Dieser Zustand entsteht nicht durch Mystik, sondern durch Übung, Vereinfachung und die stete Rückkehr zum Wesentlichen. Musashi versteht Lehre als die Fähigkeit, Muster ohne Anhaftung zu sehen und zu nutzen. Wer die Formen beherrscht, kann sie loslassen. So entsteht Intuition, die nicht errät, sondern erkennt. In angespannten Lagen ist diese ruhige Präsenz der Unterschied zwischen hektischer Reaktion und zweckmäßiger Handlung. Lehre bedeutet auch, das Ego zu stillen. Eitle Motive verengen den Blick und bringen uns dazu, Kämpfe zu wählen, die wir nicht wählen müssten. Wer sich vom Bedürfnis, Recht zu behalten, löst, kann freier entscheiden. Dazu gehört das Ertragen von Ungewissheit. Lehre hält den Raum offen, bis eine belastbare Tendenz sichtbar wird. Dieser Aufschub ist nicht Zaudern, sondern reife Zurückhaltung. Musashi beschreibt die Einfachheit als Königsweg. Wenn zwei Wege gleichwertig sind, wähle den schlichteren. Reduktion schafft Geschwindigkeit,
Robustheit und Eleganz in der Ausführung. Gleichzeitig ist Lehre nicht passiv. Sie ist aufmerksam, sammelt Signale, vermeidet Übersteuerung und schlägt zu, wenn der richtige Moment da ist. Praktisch lässt sich Lehre durch Rituale des Klärens fördern. Kurze Atempausen vor Entscheidungen, klare Kriterien für Ja und Nein, Visualisierungen, die Lärm von Signal trennen, sowie regelmäßiges Üben der Grundformen, um mentale Rechenlast zu senken. Auch das Pflegen von Stille, Schlaf und Regeneration ist Teil strategischer Leistungsfähigkeit. Lehre hat eine ethische Dimension. Wer klar sieht, erkennt auch Grenzen des Handelns und die Verantwortung gegenüber anderen. Das schützt vor Zynismus und kurzsichtigen Siegen. Schließlich ist Lehre Quelle von Kreativität. Wenn die Hand nicht von Routine gefesselt ist, entstehen neue Wege, die zuvor verborgen waren. So ist Lehre nicht Abwesenheit, sondern das Feld, in dem das Richtige spontan entstehen kann, weil das Unnötige verschwunden ist. Zusammenfassend: Das Buch der 5 Ringe ist für alle, die in komplexen, dynamischen Situationen wirksam handeln wollen. Führungskräfte und Unternehmerinnen gewinnen klare Prinzipien für Ausrichtung, Tempo und Priorisierung. Sportler und Kampfkünstler finden eine Schule der Haltung, des Timings und der mentalen Stärke. Kreative, Produktmenschen und Forschende profitieren von Musashis Verbindung aus Strenge und Offenheit, die Innovation ermöglicht, ohne die Klarheit des Ziels zu verlieren. Studierende und Lernende erhalten ein Gerüst, um Wissen in Können zu verwandeln und Entscheidungen zu trainieren. Wer verhandelt, moderiert oder Krisen managt, lernt, Initiative zu ergreifen, Druck dosiert aufzubauen und ruhig zu bleiben, wenn es zählt. Dieses Buch kann Ihr Leben bereichern, weil es nicht an Moden hängt, sondern auf Grundprinzipien beruht, die sich unmittelbar einüben lassen. Es hilft, Nebensächlichkeiten auszusortieren, die Wahrnehmung zu schärfen und Entscheidungen deutlicher zu machen. Dadurch sinkt Reibungsverlust und die eigene Energie fließt dorthin, wo sie Wirkung entfaltet. Sie lernen, die Lage zu sehen, statt Wunschbilder zu verfolgen und ihre Handlungen in Rhythmus und Distanz so zu setzen, dass Momentum entsteht. Im Vergleich zu anderen Strategiebüchern besticht Musashi durch die Unmittelbarkeit gelebter Erfahrung. Hier spricht kein Theoretiker, sondern ein Praktiker, der Prinzipien in Extremsituationen geprüft hat. Das Werk ist zugleich präzise und offen. Klare Leitplanken, doch kein starres System. Diese Kombination erlaubt Ihnen, das Gelernte auf Beruf, Sport, Kunst und Alltag zu übertragen. Wer ein einziges Strategiebuch kaufen möchte, das zugleich auf Handwerk, Geist und Charakter zielt, findet hier einen Begleiter von seltener Dichte. Kaufen Sie dieses Buch, wenn Sie nicht nur wissen wollen, was zu tun ist, sondern wie Sie sich so formen, dass Sie es verlässlich tun können. Wenn Sie unterstützen möchten, Miyamoto Musashi, können Sie das Buch über den Amazon-Link kaufen, den ich in der Podcast-Beschreibung angegeben habe. Lassen Sie mich nach dem Lesen des Buches wissen, was Sie davon halten, und teilen Sie Ihre Gedanken mit. Bis bald.